Der Savigny-Platz und die Kantstraße gemeinsam mit dem Kurfürstendamm markieren einen der traditionsreichsten Westberliner Kieze. Allein in Charlottenburg gibt es über 100 Cafés, die mit unterschiedlichsten Angeboten Einheimische, aber auch Touristen anlocken. Mittendrin, genauer gesagt in der Knesebeckstraße 32, befindet sich eine außergewöhnliche Kuchenmanufaktur. Princess Cheesecake hat sich der Herstellung feinster Kuchenkreationen verschrieben und die bestehen alle aus ökologischen Zutaten. Bevor wir uns aber heute durch die Kuchenkarte des Princess Cheesecake probieren dürfen, fragen wir doch mal die Charlottenburger, warum sie hier so gerne leben und wo sie ihren Lieblingskuchen essen. Herrlich unaufgeregter Berliner Westen, wo sich gar nicht so viel tut im Vergleich zu Mitte, wo ich vorher gewohnt habe. Es gibt Kinos, Theater, Oper. Etwas gesetzter, aber auch gerne Party. Am Karl-August-Platz würde ich sagen, eine gute Mischung von alt und jung. Wenn man über den Kudamm geht, sieht man schon die ein oder andere aufgebrezelte Frau mit viel Filler. Man findet eigentlich alles, was man braucht und trotzdem immer wieder so kleine nette Orte, wie zum Beispiel den kleinen Park am Savigny-Platz. Wenn ich einen besonders guten und schönen Kuchen kaufen will, gehe ich in diesen Cheesecake-Laden in der Knesebeckstraße und genieße diese Torten. Princess Cheesecake gibt es gleich zweimal in Berlin. Ursprünglich gegründet in der Tucholsky-Straße, erfreuen die Inhaberin Conny Suhr sowie ihre Kolleginnen seit einigen Jahren auch hier in Charlottenburg die Kuchengourmets der Welt mit ihren süßen Kreationen. Aber probieren wir doch einfach mal selbst. Wir sind ein grünes und nachhaltiges Unternehmen und wir haben quasi nicht nur darauf geachtet, dass unsere Produkte biozertifiziert sind, dass wir das Handwerk schätzen, sondern wir haben schon bei der Einrichtung unserer Cafés darauf geachtet, dass wir mit Gewerken aus der Region zusammenarbeiten, dass alles transparent produziert wurde, in Europa produziert wurde, faire Preise bezahlt wurden und keine Kinderarbeit integriert ist. Ich habe in den 90er Jahren in LA gelebt und habe damals schon bei Trader Joe's eingekauft. Das ist so die erste Bio-Kette im Food-Bereich. Parallel habe ich bei der Cheesecake Factory in Mar Vista mir ab und zu mal ein Stück Käsekuchen geholt und so kam dann der Gedanke, zurück in Deutschland vielleicht etwas mit Käsekuchen in Verbindung mit Bio und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Wir sind aktuell ein Team mit 4 Konditorinnen und ungefähr 10 Leuten im Service, aber wir sind ständig auf der Suche nach neuen Fachverkäuferinnen sowie auch Konditoren. Wir haben so Käsekuchen, ganz klassisch deutscher mit Quark gebacken. Dann haben wir den New York Cheesecake mit Schmand- und Zitronentopping. Seit neuestem so ein New York Cheesecake mit Passion-Mango-Topping. Und wir haben auch ganz viele Tarts, wenn für jemanden so Käsekuchen nicht das Richtige ist. Wir haben auch kleine Varianten und Desserttörtchen, glutenfreies haben wir dabei oder vegane Sachen halt. Unsere Zutaten kommen zu 90% von Bauern aus der Region. Kaffee und Tee beziehen wir von einem Bio-Unternehmen aus Norddeutschland. Der Tee kommt auch von einer Gruppe aus Hamburg, die früher Musiker waren. Die Kompositionen sind sehr kreativ, passen also somit auch sehr gut zu unserem Kuchen und die sind auch biozertifiziert. Unsere Kuchen bekommt man nicht nur hier im Café, wir liefern sie auch aus für besondere Anlässe, für Caterings und für Hochzeiten. Und mit unseren Kunden kreieren wir auch gerne neue Cheesecakes. Wir haben das Siegel verliehen bekommen, Frauen stärken das Handwerk. Da geht es um Chancengleichheit. Für uns ist der wertschätzende Umgang miteinander sehr, sehr wichtig, denn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen sich wohlfühlen. Nur dann können auch tolle Produkte entstehen. Den Vorteil, den wir haben, ist, dass die Kunden das, was wir machen, mögen. Und von daher wird Princess Cheesecake jetzt längerfristig gesehen wachsen und größer werden.
Was könnte es Schöneres geben als einen verbummelten Nachmittag in Charlottenburg? Gemütlich den Kiez erforschen oder hier auf dem Kudamm shoppen gehen. Und zum krönenden Abschluss auf Kaffee und Kuchen ins Princess Cheesecake. Und sollte das Wetter mal etwas schlechter werden, dann findet ihr hier und hier weitere Folgen von uns. Da und da. Viel Spaß damit!